Hier seht ihr unsere neue Anlage. Sie ist 14 Meter mal 2 Meter groß und wird sich über 4 Ebenen erstrecken. Die untere Schattenbahnhofsebene -2 ist mechanisch komplett aufgebaut und es fehlt jetzt die Elektrik. Darüber kommt ein weiterer Schattenbahnhof auf Ebene -1. Dann folgt die Nullebene, wo sich der Bahnhof und die Paradestrecke befinden. Auf der Ebene +1 wird sich dann der Nebenbahnhof befinden. Als Anlagentrennung kommt eine Hintergrundkulisse zum Einsatz. Hier sehen wir einen Kasten mit 2 19 Zoll Einschüben drin. In dem oberen befinden sich die beiden Lenzzentralen für Fahren und Schalten. Unten entsprechend dann die Trafoplatinen dafür mit 2x15 Volt je 4 Ampere. Hier ist entsprechend das Boostergestell. Wir haben dort oben 6 Doppelbooster drin vom Uwe Blücher. Ganz rechts ist das Power Management und unten entsprechend wieder die Trafoplatinen mit 2x15 Volt je 4 Ampere. Das Power Management dient dafür, falls irgendwo auf der Anlage ein Kurzschluss passiert, wird der Booster automatisch abgeschaltet. Wir bekommen dann eine Rückmeldung über das Power Management an unsere Steuerungssoftware. Dort werden entsprechend die Bereiche, ich glaube rot ausgeleuchtet, sodass man auch schon weiß, in welchem Bereich sich dort eventuell irgendwo ein Kurzschluss befindet. Dann kann man diesen Kurzschluss dann suchen. Wenn es ein entgleister Wagen ist, der das verursacht hat, kann man den wieder aufgleisen und über die Steuerungssoftware kann man dann den Booster wieder zurücksetzen und man kann dann wieder normal weiterfahren. Hier sieht man einen Teil der Steuerungselektronik. Dann seht ihr hier unsere Wendel. Sie besteht aus 2 getrennten Wendeln. Wir kommen aus dem unteren Schattenbahnhof Ebene -2 in die erste Wendel. In der zweiten Umdrehung wird die erste Wendel von außen nach innen verschwenkt. Sie geht bis in eine Höhe von ca. 90 cm unterkante Rahmen. Höher kann ich im Moment nicht bauen, weil wir sonst nicht durch die Tür kommen. Hier ist die Ein- und Ausfahrt der zweiten Wendel in den sichtbaren Bereich. Hier seht ihr die Ein- und Ausfahrt vom unteren Schattenbahnhof in den sichtbaren Bereich. Dies ist die Ein- und Ausfahrt aus dem Schattenbahnhof Ebene -1. So, nun sind wir in der Wendel drin. Hier hat der Andreas schon fleißig fast alles angeschlossen. Links sind jetzt 2 Weichendecoder. Dann die komplette Verteilung der Gleisversorgung. Hier ist dann entsprechend das Ganze nochmal gesteckt, da wir die
die Wände einmal in der Längsrichtung auseinanderschrauben können, falls mal ein Transport ansteht. Hier haben wir jetzt zwei Belegmelder und rechts befindet sich das Kehrschleifenmodul, was noch nicht angeschlossen ist. Das wird dann in den nächsten Wochen noch passieren. So, hier sind dann jetzt nochmal 4 Abstellgleise als Kopfgleise, wo wir unsere ICEs, Railjets und alle möglichen Wendezüge abstellen können, die dann auch die Möglichkeit haben, wieder dann in die andere Fahrtrichtung rauszukommen. So, hier nochmal die Gleisverbindung von der Innenseite von der Wendel. Auf dieser Seite befinden sich noch 5 Gleise für Wendezüge. Diese gehen von der Länge bis in den Wendelbereich. Das kürzeste hat ca. 2 Meter und das längste ca. 5 Meter Länge. Der Schattenbahnhof hat 8 Abstellgleise, die noch unterteilt sind. Gleis 9 ist ein Durchfahrtsgleis und Gleis 10 und 11 sind die rückführenden Gleise. Hinter der Weiche fängt die Kehrschleife an. Wir kommen dort aus der Kehrschleife in die rückführenden Gleise. Am Ende des Segments haben wir eine Einfädelung aus einer späteren Erweiterung. Auf diesem Segment sind 2 Ausfädelungen zur späteren Anlagenerweiterung. So, hier stehen die Segmente für die Ebene -1. Das ist der weitere Schattenbahnhof. Auf diesen Segmenten sind schon alle Platten mit den Gleisen schon verlegt und auch teilweise schon die Elektronik schon vormontiert. So, hier sind die Segmente für die Nullebene. Diese sind schon holzmäßig fertig gebaut. Die Platten werden erst dann aufgelegt, wenn natürlich die Segmente montiert sind.